Hallo zusammen und willkommen bei einer kleinen Einführung zum Finanzbuchhaltungsexporting Central. Ich bin Adrian aus dem Finance und Accounting Squad des technischen Supports und möchte euch heute einfach die 3 Möglichkeiten des FIBO-Exports für Datev in Central präsentieren. Ziel des Videos ist, einen kleinen Überblick zu geben, die Einstellungen kurz zu erklären und dann tatsächlich auch auf unsere Komfortlösung einzugehen und diese einmal zu präsentieren, nämlich den Datev Rechnungsdatenservice 1.0, unsere direkte Schnittstelle von Central zu Datev. Wir starten unter Buchhaltung, Buchhaltungsexport, zunächst in unseren Einstellungen. Das ist die Grundvoraussetzung für jeden Export. Hier müssen Beraternummer, Mandantennummer und mindestens Sachkontenlänge und das Wirtschaftsjahr angegeben werden. Die anderen beiden Angaben sind tatsächlich optional und meistens gar nicht notwendig. Wichtig ist aber, dass die Sachkontenlänge mit der aus Datev übereinstimmt und das Wirtschaftsjahr auch in dem richtigen Format angegeben wird, heißt Tag und Monat und nicht das eigentliche Jahr, wie zum Beispiel 2025. Wir erwarten hier also eine Angabe wie 0101 für den Beginn des Wirtschaftsjahres am 1. Januar. Sind diese Einstellungen getätigt, dann können wir eigentlich schon mit dem Export loslegen. Wir haben insgesamt 2 Module für den FIBO-Export im Datev-Format und 3 Möglichkeiten. Die komfortabelste ist unsere Datev Connect Online Schnittstelle bzw. Datev Rechnungsdatenservice 1.0, auf den ich gleich einmal eingehen werde. Das ist im Grunde unsere direkte Schnittstelle. Mit einem Klick werden diese Daten zu Datev übertragen und man hat hier relativ wenig Aufwand. Beliebt ist aber dennoch unser Buchhaltungsexport. Hier bieten wir einmal oben links einen CSV-Export an, der dann über den ASCII-Import im Datev-Arbeitsplatz importiert werden kann. Wir haben diesen für Rechnung, Gutschriften und Verbindlichkeiten und hier unten, dieser ist tatsächlich auch notwendig, wenn man Datev Connect nutzt, ein Export für die Zahlungsbewegungen. Weiter unten haben wir den Datev Company Online Export. Hier können wir eine ZIP-Datei exportieren, die beinhaltet für jeden Beleg eine XML-Datei und eine PDF und diese Daten können dann direkt bei Datev Unternehmen Online manuell hochgeladen werden. Man muss dazu sagen, dass diese Daten hier im Grunde dieselben Daten sind, die wir auch über die Schnittstelle direkt an Datev senden. Rechts findet ihr dann einige Einstellungen, die sowohl für den CSV-Export als auch für Datev Company Online oder unsere direkte Schnittstelle relevant sein können. Manche Optionen sind nur für CSV relevant, andere dafür nur für Datev Company Online oder Datev Connect Online. Die meisten Einstellungen hier oben beziehen sich tatsächlich auf den CSV-Export. Hier kann man je nach Wünschen des Steuerberaters oder des Kundens zum Beispiel Belegfeld 1 mit Internet- und Transaktionsnummer erweitern oder das Feld Kostenstelle 1 mit Lieferland füllen anstelle mit Kostenstelle. Es gibt zudem auch die Auswahl, nach welchem Datum die Verbindlichkeiten exportiert werden sollen. Hier weiter unten haben wir auch einige Einstellungen, die sowohl CSV als auch die anderen Exportmöglichkeiten betreffen. Sehr relevant ist die Option erweiterte Buchungscodes erlauben, mit dem bestimmte Steuerschlüssel bzw. Buchungsschlüssel, die als Präfix bei Erlöskonten zum Beispiel genutzt werden, im Export gesplittet werden. Und die Option CSV-Validierung deaktivieren kann auch nützlich sein, diese jedoch nur relevant für den CSV-Export. Hier ist es so, dass wir beim Export prüfen, ob die Daten, die exportiert werden sollen, auch Datev-konform sind. Und sind diese Daten nicht Datev-konform, dann wird der ganze Export blockiert. Es gibt aber bestimmte Fehler, die vielleicht relevant sein könnten, aber am Ende sehr einfach zu korrigieren sind in Datev oder gar nicht so weitreichende Konsequenzen in Datev haben. Deswegen haben wir hier diese Option eingeführt,
Das führt dazu, dass zwar trotzdem die Dativ-Konformität geprüft wird, aber der CSV-Export wird nicht komplett blockiert. Wir geben nach dem Export eine Datei aus, die mögliche Fehler beinhaltet. Diese kann heruntergeladen werden und dann berücksichtigt werden, wenn notwendig. Unten rechts haben wir dann noch die Möglichkeit, unsere Debitoren und Kreditoren Stammdaten zu exportieren. Hier ist es mittlerweile so, dass wir nicht mehr alle Kunden zum Beispiel beim Klick auf den Kundenbutton exportieren, sondern das Ganze eingrenzen können. Hier werden dann zum Beispiel die Kundenstammdaten exportiert, die sich im Dezember 2024 geändert haben oder die dazu kamen. Kommen wir dann einmal zu unserer Lösung Dativ Connect Online. Wie gesagt, das ist unsere Komfortschnittstelle mit direktem Export zu Dativ Unternehmen Online. Und gerne möchte ich euch einmal zeigen, wie einfach die Einrichtung ist und das Aufbauen der Verbindung zu Dativ sowie der Export. Klicken wir dazu einmal auf Einstellungen. Die Authentifizierung ist tatsächlich meistens vor jedem Import notwendig, weil der Token, den wir von Dativ erhalten, in wenigen Stunden abläuft. Klicken wir einmal auf Authentifizieren, dann werden wir zum Dativ-Login weitergeleitet und können dann uns zum Beispiel über Dativ Smart Online einloggen. Stimmt man der Berechtigung zu und sind alle Einstellungen in Dativ korrekt? Hier sind meistens fehlende Freigaben Hauptursache, warum es nicht funktioniert. Dann seht ihr, dass es hier einen Token gibt und einen Importbenutzer. Das heißt, die Verbindung ist aufgebaut. Jetzt gehen wir einmal zurück zu Export und exportieren zum Beispiel den 30.01. Hier unten wird ein neuer Eintrag erstellt und man sieht hier den Status, der sich nach und nach ändert. Ich aktualisiere einmal und wir sehen hier, dass der Export erfolgreich war. Wir bekommen auch ein Protokoll zur Verfügung gestellt. Das ist im Grunde das Importprotokoll von Dativ. Die Übertragung von Xentral an Dativ ist im Grunde zweigeteilt. Zum einen das Senden der Daten an Dativ und danach erfolgt der Import bei Dativ. Es kann also sein, dass der Export, also das Senden, erfolgreich war, aber aufgrund von zum Beispiel falschen Daten oder Sachkontenlängen, die in Dativ anders sind als hier in Xentral angegeben, kann der Import bei Dativ fehlschlagen. Wir haben aber hier tatsächlich nur den Hinweis, ob das Senden erfolgreich war. Kommen die Daten in Dativ nicht an, dann müsste man das Importprotokoll prüfen, entweder hier oder direkt in Dativ. Das zeige ich gerne einmal. Dazu öffnen wir Dativ Unternehmen Online und können dann zum Beispiel hier über Protokolle ins Importprotokoll gehen und uns die letzten Importe anzeigen lassen und sehen jetzt hier zum Beispiel, das waren vorherige, die fehlgeschlagen sind, und das ist unser aktueller Import, der aktuell sogar verarbeitet wird. Gehen wir jetzt einmal zurück in die Startseite Belege. Dann sehen wir hier, dass wir mehrere Rechnungen vom 30.01. haben, die eben korrekt übertragen wurden. Es gibt hier zwar eine Fehlermeldung, das liegt aber an meinen Daten und nicht an dem Export selbst. Zu guter Letzt möchte ich euch jetzt noch einen kleinen Einblick geben in den CSV-Export und wie das Ganze in Dativ importiert werden kann. Hier ist grundsätzlich natürlich der Steuerberater, der Profi und Ansprechpartner und eigentlich auch der das ausführt, aber dennoch denke ich, dass es ganz interessant ist, den Prozess einmal gesehen zu haben. Also wie gesagt, haben wir hier oben links unseren CSV-Export für Rechnung, Gutschriften, Verbindlichkeit und Konten. Und in dem Fall würde ich jetzt einmal den Januar 25 exportieren. Da erhält man eine CSV-Datei, die man dann in Dativ eben importieren kann. In Dativ klickt man dazu nach Öffnen der Buchhaltung für das entsprechende Jahr auf die Stapelverarbeitung und kann dann seine entsprechende Datei importieren. Ich habe hier auf dem Desktop bereits eine abgelegt, die ich jetzt importieren möchte. Hier kann es bereits zu ein paar Fehler
Meldungen kommen, wenn zum Beispiel das Wirtschaftsjahr nicht richtig hinterlegt ist oder die Sachkontenlänge nicht stimmt. Also da auf jeden Fall an die Voraussetzung Ink Central denken. Anschließend klicke ich hier einmal auf Verarbeiten und danach werden mir diese Daten importiert. Genau, hier bekomme ich dann direkt ein Importprotokoll mit ein paar Fehlern. Das liegt jetzt an meinen Daten und kann dann den restlichen Vorgang in Datev weiterführen. Somit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video etwas gebracht, um einen kleinen Einblick über die verschiedenen Möglichkeiten des Datev-Exports Ink Central zu bekommen. Vielen Dank.